Hallo meine Freunde, ich bin Sevenaik. Willkommen zu Sherlock Holmes Crimes&Punishment. Ihr erlebt hier eine Aufzeichnung aus meinem Livestream, aufgeteilt in 20 Minuten Episoden. Wenn ihr bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, findet ihr mich unter www.twitch.tv Sevenaik. Ich wünsche euch viel Spaß bei folgendem Video. Noch was fallen lassen? Asche. Verbranntes Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Hey. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of these... That means that the... Well... This ashtray is... Der Bahnhofsvorsteher hier. Pferderennmagazine. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Haben wir hier jemand mit Wettproblemen. Bolton Abbey. Telegraph. Ja genau, wir wollten Mycroft. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. WEA Coal. Barcazas aus Chile und Carajal aus Mexiko. Beide wollten das kaufen. Mexikanisch Carajal. Vereinbarung erreicht. Barcazas mit Hilfe einflussreicher Verbindungen den Zuschlag. Okay. Das Barcazas hat die Mine. Okay. Ja, aber das... A telegraph. Da müssen wir mal den Typen uns anschauen, der jetzt gerade hier war am Bahnhof gegangen ist. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Oh, bevor wir... Holmes möchte sich die überflutete Gegend angucken. Ich möchte erst noch mal so einen Eindruck im Rest haben. Da ist das Postdepot. Railway postbags. Asche des This Bahnhofs postbag vorsteht. belongs to the station master. Brief an die Ehefrau. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Oh Gott. Trennungsschmerz. Brief an den Anwalt. Der Anwalt. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Main Road, Bromley. Edward Duff. Okay. Also, hier haben wir noch einen mit Geldproblemen. Dann sag uns mal, Good was day du to you, weißt. sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Kannst mir nicht viel sagen. Schauen wir mal. Du hast doch bestimmt irgendwelche... Sieht der wirklich melancholisch aus? Ich meine, er hat gerade einen Zug verloren. Da wäre ich auch melancholisch. Fehlender Knopf. Ringspuren, ja, das haben wir ja gelesen.
Kleidung und so, ne? Eine Amtsuhr. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map there should be a quarry here, and behind that the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Ja, jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Aber wir wollten jetzt uns hier erstmal die Küste angucken. Oder den Rand. Gehen wir hier. Fisch. Edge hat was, aber das ist alles. Aus wie ein normaler Fluss. See. Mal gucken, wo der Typ abgeblieben ist. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Ja, wir finden hier nichts Interessantes. Das fürchte ich auch. Left Luggage. Da war nix. Waren wir. Gehen wir mal in die Wartehalle. Da ist er schon wieder. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Helene. Aber wir glauben, du rauchst mexikanische Zigarren. Eieiei. Walten. Kneifer und teure Kleidung. Ist eine richtige, Ding. Kräftiger Körperbau. Eure Zigarre. Kampfsport. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Ja, warum denken wir, du bist ein Mexikaner? Mexikanische Zigarren. Because of your cigars. See, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Ja, was tun Sie denn I hier don't nun? suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes.
Ei, ei. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Ja, weil er hier die Zigaretten geraucht hat. Hm. So, was schlussfolgern wir daraus? Mexikaner sind eher sauer, würde ich sagen. Geschäft ist Geschäft, klingt lustig, aber nein. Eine Falle der Mexikaner, aber bin mir nicht sicher. Noch bin ich mir nicht. Er hier hatte Spielschulden. Das heißt, er ist auf jeden Fall käuflich. Wenn er ist nicht auf jeden Fall käuflich, er ist sehr wahrscheinlich käuflich. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Wir gucken uns jetzt den Strand an. Ob man da einen Zug versenken könnte. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Hier. These traces were made by a carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Ja, da sind wir uns sicher. Nein, sagt mir nichts, Interfox. Jurabus sagt mir gar nichts. So. Hier ist gewendet worden. Das heißt, hier rein und da gewendet, darüber. Folgen wir mal weiter. Was haben wir hier? Boat in. Seeausflug. An advertisement for lake cruises. Okay, hier kann man was auf ein Schiff laden. Aber dann ist das Ding schon länger hier passiert. This place was abandoned fairly recently. Okay, vor kurzem. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Alles okay. Wir schauen uns hier mal um. Linie, was ist da? Abfälle am Strand. Hallplakette. Las Zarpas. A label with the name Las Zarpas. Zarpata. Abfall. Kaputter An Wohnwagen. abandoned gypsy caravan. Könnte der Zug auch im Ding sein? Im See. Das ergibt alles noch. Nebengleis müssen wir versuchen. Hier können wir im Archiv nachschlagen. Das Tarpas. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Enzyklopädien.
My search... Studie in Scharlachrot. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Viel Vergnügen morgen. Und ein schönes Wochenende. My search... Bildnis des Dorian Gray. London, Paris. Ich habe jetzt hier nichts gefunden. Das Sarpas. Auch was? Enzyklopädie. Kunst und Architektur. Stadtökonomie. Wirtschaft. Ah, weg. Das Sarpas Bargentransporte. Ei. Bargen von Las Sarpas. Ah, so Schiffchen. Ei. Das Sarpas gehört zu Karachal in den Bereichen Spedition. Ah, jetzt wird Here it ein... is. Jetzt wird da ein Schuh draus. Mal aufheben. Oh, da können wir. Wir haben was Schweres transportiert. Ja, das wissen wir auch. Aber wir wissen halt so wenig. Da hinten. So, wenn wir jetzt noch untersuchen. Nebengleis zwischen Bahnhöfen Chesterfield und Esche. Donchester noch. Ja, gehen wir mal nach Donchester. Da finden wir vielleicht. Ich wüsste gerne, ob es die Mexikaner oder die Chilenen oder gemeinsam. Oder jemand hat beide geprellt. Das wäre natürlich auch cool. Irgendwie, das wäre eine Nummer. Mr. Smokey. Wo ist der Abzweig? Da vorne ist der Abzweig. Den wollten wir noch anschauen. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. Ja, stellen wir einfach mal um, denn der nächste, der da reinfährt, hat ganz seine Freude. Und wir gehen davor und schauen uns mal an. The railway ends here. That is strange. Nein, ist es nicht. Ich würde sagen, hier hat jemand noch eine Schiene gebaut und konnte dann hier den Zug verladen. Und die Sache mit der Mine ist ein... Also jetzt bin ich mir so langsam sicher. The railway ends here. That is strange. Also jetzt bin ich mir so langsam sicher. Die Mexikaner haben das geklaut. Von den Chilenen. Also relativ sicher.
Was müssen wir noch untersuchen? Also, ich glaube, die Mexikaner. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Robinson weiß ich noch nicht. Zug war in Chesterfield. Er war einfach besoffen. Bin ich aber nicht sicher. Also ich würde jetzt sagen, der Zug ist hier rein. Die Mexikaner haben das Zeug geklaut. Und den Zug da hinten auf die Barge verlagen und dann abtransportiert. Und der Kollege da hat mitgemacht. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Wenn da steht, wir sollen uns am Bahnhof noch. Nehmen wir uns die Zeit und schauen einmal uns den Bahnhof an. Da. Hier hätte ich nur die Pferde singen. Ne? Ach guck, da ist der Wettschein noch. Ha. Betting slips for horse racing. Betting slips for horse racing. Aha. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Das klingt wie ein Plan. Haben hier. Ah. Haben es dem Besoffenen angehängt. Watson. Glücksspiel, ja, mein Freund, du warst es. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Ja. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Goodbye, sir. So, du hast also auch gemogelt. You'll find nothing interesting here. Der ist da versenkt worden. Sehr wahrscheinlich, weil wir haben ja das benutzte Werkzeug gefunden. Und waren das jetzt die Mexikaner? Die Chilenen sind an Bord. Also. Passt es so zusammen. Die Mexikaner waren sauer auf die Chilenen. Die Mexikaner haben den Zug geklaut.
versenkt und die wichtigen Sachen mit dem Transportding abtransportiert. Das macht eigentlich am ehesten Sinn. So. Das halt nicht. Das ist ja ein wilder Fall. All these trains and railway stations, Chileans, Mexicans, and Robinson with his prototype. Holmes, I'm utterly lost. Dann, ich würde gerne nochmal mit Robinson sprechen, tatsächlich. Aber nicht mit Robinson. Doch mit Robinson heißt er. Ach Gott, wie heißt er? Doch Robinson. Robinson ist der die Erfindung hatte. Er ist in Bridlington. Da mag der nicht mehr mit uns sprechen. I will not move from here until I receive my... Okay, dann denke ich, kommen wir zur Schlussfolgerung. Also. Robinson ist halt raus aus der Nummer. Das wäre halt irgendwie so am Rand passiert. Also, meine Idee. Die Chilenen haben die Mexikaner ausgestochen. Und die Mexikaner haben sich gerächt. Mycroft kümmert sich darum. Machen das politisch. Schauen wir mal, ob das die... Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking,
Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Ey! Boah. Ich würde ihm noch nicht in den Kopf schießen. Was habt ihr denn erwartet, Leute? Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. Wir wollen hier I doch would niemand. remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Oh. Wir haben auf jeden Fall die richtige Lösung. Gut, so schwer war es jetzt auch nicht. An dieser Stelle endet nun unser Video. Haltet die Spannung, denn in der nächsten Folge geht es direkt an selber Stelle weiter. Wir sehen uns dort dann hoffentlich auch wieder. Tschüss, bis dann.